Heute möchte ich mal wieder ein Video machen, und zwar nenne ich dieses Video Tellerrand. Und es ist wieder ein Spontanvideo. Ich habe eben gerade hier so in der Küche gesessen und so empfunden, ich habe Lust, ein Video zu machen und auch zu der Thematik, dass ich mich selber sozusagen erkläre, in Anführungszeichen, wo ich bin, mein Empfinden. Und ich habe also da gesessen und aus dem Fenster geschaut und dann sehe ich da Bäume und ich sehe Vögel und Tauben und die Straße und habe so dieses Empfinden gehabt, das hatte ich in den letzten Tagen auch schon oder in den letzten Wochen mal wieder, dass es mich zieht, sozusagen. Da ist so eine Sehnsucht auf der einen Seite in mir und es ist etwas da, das zieht mich. Und es zieht mich über einen imaginären Tellerrand. Und dafür habe ich jetzt mal diesen Teller genommen, um das mal plastisch zu machen. Wenn man sich jetzt vorstellt, das Leben ist, dieser Teller findet auf diesem Teller statt. Also der Alltag, alles, was man gelernt hat, die Ausbildung, das Berufsleben, das private Leben, das familiäre Leben, alles findet auf diesem Teller statt, die gesamte Ordnung und Organisation des Lebens. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich würde jetzt hier so ein Paket Erbsen ausschütten, hier drauf und würde mit dem Finger sozusagen die Erbsen immer umdrehen und umrühren, könnte man sich vorstellen, jede Erbse ist quasi ein Info, das kommt in meine Welt, in mein Leben, dieses Info, und ich kann diese Infos drehen, ich kann sie mir betrachten, aus der Ferne, aus der Nähe. Ich kann aussuchen zwischen unzähligen Infos und wählen, und trotzdem habe ich das Gefühl von, ich bin nicht erfüllt. Ich habe das Gefühl, das ist nicht alles. Dieser Teller mit den Erbsen. Das ist nicht alles, das kann nicht alles sein. Es gibt etwas Höheres, etwas Größeres, das zieht mich. Es gibt etwas, das ist geistreicher als das, was sich hier auf meinem Teller befindet. Und dann ist in mir sozusagen ein Lächeln oder auch ein Glücklichsein, dass ich dieses empfinden darf, empfinden kann. Und es ist mir ein Trost zu wissen, dass da etwas anderes ist, noch etwas Höheres ist. Und ich bezeichne dieses Höhere mal als göttlich. Das Göttliche, was immer es letztlich auch sein mag, es ist für mich irgendwie klar, dass es eine geistige Größe ist. Und es ist mir also ein Trost, dass es über diesen Teller hinaus reicht. Und das wollte ich gerne sagen. Und ich habe ja in vielen Videos berichtet von Erlebnissen, die ich hatte, die ein bisschen, sagen wir mal, ausgefallen sind und die so sind, dass, wenn ich davon erzähle, mir nicht geglaubt wird, weil die anderen, denen ich es erzähle, es nicht erlebt haben und sie offenbar es nicht nachvollziehen können, weil sie es nicht erlebt haben.
Und weil sie es nicht erlebt haben und ihnen dieses fremd erscheint, glauben sie mir nicht. Und auch darum ist es mir ein Trost zu wissen und zu fühlen, da ist diese weitere Ebene, die über diesen Tellerrand hinausgeht, reicht auch über diesen Teller, auf dem sich auch der Unglaube befindet von anderen oder die befinden, die mich gern in eine bestimmte Norm pressen wollen, in einen bestimmten Rahmen pressen wollen, die mich in einer bestimmten Form formen wollen, die sie akzeptieren können oder die mich einfach ignorieren oder so und keine Notiz von mir nehmen wollen. Die befinden sich auch auf diesem Teller und es ist mir ein Trost zu wissen und auch darüber hinaus reicht diese göttliche Größe. Und sie zieht mich sozusagen über diesen Teller auf eine weitere Ebene, also über den Tellerrand hinaus, aber ich stürze nicht ab, weil ich diesen Tellerrand verlasse, sondern es ist quasi so, ich gleite über den Tellerrand hinaus auf eine andere Ebene, die aber auch erhöht ist. Und dann ist es für mich so, dass erstmal die nähere Wahrnehmung von Tieren, die da sind, die ich sehe, die mich vielleicht auch anschauen, was sehr oft ist, dass mich Vögel anschauen, Tauben anschauen, dass sie sitzen mir quasi gegenüber und wo ich fühle, es gibt eine Kommunikationsebene, auch wenn wir zwei verschiedene Arten sind. Und es gibt die Pflanzenwelt, die auch da ist, wenn ich aus dem Fenster schaue und wo ich auch fühle, ich habe auch eine Kommunikationsebene zu den Pflanzen, mit den Pflanzen, also mit Tieren und Pflanzen. Und dieses zu fühlen, diese Erkenntnis, das ist schon mal etwas, das zieht mich über diesen Alltag des Tellers hinaus. Und wenn ich jetzt mich weitergleiten lasse und dahin, dass ich reflektiere die Erlebnisse, die ich hatte, sagen wir so in den letzten 20 Jahren, die ungewöhnlich waren oder ungewöhnlich sind, dann bin ich glücklich, dass ich sie hatte und dass ich sie erleben durfte und erleben konnte. Und ich bin auch glücklich, dass ich heute immer noch dazu stehe und sie nicht verworfen habe, um nicht anzuecken irgendwo. Oder damit das Leben leichter ist, sozusagen weniger Probleme gibt, wenn ich das alles verleugnen würde. Und das finde ich sehr schön und das ist das, da befinde ich mich immer noch drin in diesem Lebensprozess und dadurch, dass ich inzwischen Rentner bin, also nicht mehr im Berufsleben stehe, habe ich natürlich auch sehr viel Zeit, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, wenn ich möchte und von daher ist es natürlich auch so, dass ich häufiger das Bedürfnis habe, etwas mitzuteilen oder dass ich Lust habe, ein Video zu machen. Ja, und auch dieses mache ich sehr gerne und ich lasse mich hinübergleiten über diesen Tellerrand hinaus. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil es auch heißt, über die Norm hinausschreiten und über das Gefängnis von Normen, dass man das Gefühl hat, es wird einem immer suggeriert, man muss so und so und so denken und fühlen und reagieren, dann ist man ein braver Mitbürger quasi. Aber im Grunde ist es ja so wie eingesperrt sein, Unfreiheit.
Die Freiheit besteht auch darin, diesen Schritt zu wagen in das, was nicht fest versiegelt ist und fest geschrieben und eingeritzt ist und tausendfach abgesichert ist, sondern ich schreite über diesen Tellerrand hinaus und lasse mich überraschen, was mich erwartet. Oder ich lasse mich mitnehmen von einem Fluss, einer Energie, die mich zieht, die mich über diesen Tellerrand hinauszieht. Und ich fliege quasi durch den Raum, durch den spirituellen Raum. Und das ist schön, das sind einfach wunderschöne Erlebnisse. Das wollte ich sagen und da bin ich auch jetzt, heute gerade. Ja, okay, und jetzt mache ich Schluss, sonst wird es wieder ein so langes Video. Okay, und ciao und Shalom, sage ich mal. Und lasst uns hoffen, dass wir diese Krise, in der wir uns zurzeit befinden, lösen. Dass wir aus diesen Kriegssituationen herauskommen. Denn ich weiß auch, dass mein Leben in Zusammenhang steht mit bestimmten Offenbarungen und mit bestimmten Wahrheiten, die über den Tellerrand hinausgehen. Und da weiß ich auch, dass mein Leben so und so verlaufen ist, weil ich an diesen Punkt auch komme, wo ich sagen muss, wenn ich jetzt mal ernst bin, Leute, ich habe so das Empfinden, entweder wir schaffen das jetzt von dem Krieg zum Frieden zu kommen und wir überwinden die Niederung des Krieges, dieses Primitive am Krieg, weil Krieg nicht zu uns gehört. Das wird uns suggeriert oder wir suggerieren es uns selbst, lassen es uns einreden oder lassen uns so erziehen, aber in Wahrheit gehört es nicht zu unserem Leben. Es gehört nicht zu unserer geistigen Größe, es gehört nicht zu unserer emotionalen Größe. Und es hat sich jetzt alles so zugespitzt, unsere Entwicklung, dass wir an dem Punkt sind, wo ich sage, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ist es vorbei mit der Menschheit. Das ist der Punkt, an dem wir sind. Das heißt, dann gleiten wir so weit ab, dass natürlich die Atombomben geworfen werden. Und wenn einer anfängt, macht der andere mit. Und wenn mehrere mitmachen, dann fangen andere an, Atombomben zu bauen. Und was kommt aus nach der Atombombe? Es gibt die chemischen Waffen, es gibt das und immer Neues, immer brutaler, immer zerstörerischer und ja auch mit der Intention, möglichst wenig Gegenstände zu zerstören, aber viel menschliches Leben zu zerstören. Oder es zerstört ja auch das Leben von Tieren. So, und wir befinden uns jetzt, wenn ich diesen Teller wieder nehme, auch mit unserem Krieg hier auf diesem Teller. Da können wir drauf schauen und uns betrachten und darüber nachdenken, ja, was machen wir jetzt? Ich kann die Erbsen so oft drehen, wie ich will. Es sind bestenfalls neue Informationen, die mich erreichen, die ich wieder verarbeiten muss, die ich irgendwo einordnen muss oder deponieren muss oder so. Aber ich komme nicht weiter, ich komme nicht hierüber hinaus, sondern ich bin ein Gefangener dieses Systems. Und darum ist der Gedanke an Frieden in dieser Situation des Krieges ein Befreiungsschlag. Er
eröffnet neue Dimensionen. Und dieser Gedanke des Friedens ist außerhalb dieses Tellerrands. Er zieht uns raus aus dem Alltag und vor allen Dingen aus der Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen, dass Krieg selbstverständlich wird und Alltag wird. Weil dann würde ich auch sagen, es ist nicht schlimm, wenn es vorbei ist mit den Menschen. Vielleicht würde ich zusammen mit den Tieren jubeln und sagen, Gott sei Dank, es ist vorbei. Dieses irrgeleitete Wesen gibt es nicht mehr. Und jetzt möchte ich aber nicht so denken, sondern ich möchte denken, dass ich glaube, wir können das immer noch schaffen, gemeinsam. Ein Einzelner wird es nicht schaffen, aber wir gemeinsam können es schaffen, uns zu erheben über diese Niederung des Krieges, des Tötens, des Abschlachtens. Dass wir uns davon lösen können, und zwar gänzlich, nicht für ein Jahr oder nicht für 3, oder wenn wir Frieden machen, machen wir nicht jetzt Frieden für 2 Jahre. Oder dass wir sagen, okay, wir haben die Utopie 5 Jahre Frieden, sondern die Utopie ist, dass wir den Krieg gänzlich aus dem menschlichen Dasein verdrängen. Wir verdrängen ihn ein für allemal. So, und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Und ich sage, lasst es uns so schön und so gut machen, wie wir können. Ja. Und das nenne ich jetzt mal Shalom. Sozusagen subsumiere das unter diesen Gruß, diesen jüdischen Gruß, israelischen Gruß. Shalom. Und das hat auch etwas mit selig sein zu tun, mit Seligkeit. Ja. Okay, und jetzt mache ich hieraus wieder ein Video. Und ich nenne dieses Video eben wie gesagt. Okay. Ich hoffe, es war nicht zu